Zeig mal hier, Johann, das steht noch richtig schön hier drauf. V6 CDI, weil sich das Ding hier 10 Liter Öl durchknallt. Das Fahrzeug hat einen Unfall gehabt mit einem Zaun. Damit du dir quasi das Bier während der Fahrt aus der Kühlbox nehmen kannst. Aber nur alkoholfrei. Elektrische Schiebetür. Würdest du dir einen Bus mit elektrischer Schiebetür kaufen? Nein. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei uns aus dem Autozentrum Duisburg. Heute gibt es mal wieder eine Kaufberatung mit einem in Anführungsstrichen Verkaufsvideo, weil der Bus wird uns verlassen und ihr da draußen habt jetzt die Möglichkeit, ein bisschen was über das Auto selber zu erfahren. Und wenn ihr euch einen Bus kaufen wollt, sage ich mal, so ein bisschen Kaufberatung aus, ich sag mal, wie lange hast du den Bus jetzt gefahren, Johann? 1,5, 2 Jahre. Ja, 1,5, 2 Jahre, also Erfahrung, die wir jetzt mit dem Bus sammeln konnten. Und ich sage das ja immer wieder, sollen wir mal ein bisschen auf die Seite gehen, sieht das vielleicht so ein bisschen schicker aus hier. Die meisten Kaufberatungen, die ja so auf YouTube stattfinden, da wird gezeigt, wie das Auto fährt, wofür der Knopf ist, wofür dies Knopf ist, wofür weiß ich nicht was ist. Finde ich immer nicht so relevant. Wir können jetzt hier wirklich ja heute so ein bisschen erzählen, so fast 2 Jahre. Wie viele Kilometer bist du gefahren mit dem Bus? Grob? 25, 30. Ja, also so, ich sag mal 25.000, 30.000 Kilometer, auch so technische Erfahrung, was ist angefallen, was wurde überholt werden, was musste überholt werden. Waren auch sehr viele Sachen wieder, wo der Johann jetzt den Bus gekauft hat, die halt gemacht werden mussten. Deswegen sage ich mal so auch das Video heute so ein bisschen Kaufberatung und ja, so 2 Jahre technische Erfahrung. Und wir stellen euch den Bus im Großen und Ganzen vor. Inserat zu dem Bus packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Preis gehen wir immer, damit ihr natürlich dran bleibt und nicht jetzt schon abschaltet und sagt, Auto ist zu teuer, passt eh nicht zu mir. Sagen wir euch den Preis so Richtung Ende des Videos. Ich muss auch vorab sagen, es ist nicht mein Auto. Der Johann hat auch ein Mikro an, ist denn Johann sein Auto gewesen. Ich werde den Johann das eine oder andere heute fragen, weil ich es halt einfach nicht weiß. Deswegen müssen wir uns durchwurschteln, weil ihr wisst das ja, wir schreiben hier nicht irgendwie so ein Skript oder sonst irgendwas. Das ist jetzt halt frei rausgeredet. So, ich würde sagen, wir fangen an. Also wir haben einen Mercedes Viano 3 Liter CDI aus dem Baujahr 2014. Der Johann schreit rein, wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle. 13, ja, das war schon was falsch. Aus dem Baujahr 2013, 224 PS, kann man auch direkt sagen, V6 Diesel. Der letzte V6 Diesel im Bus, der Johann fährt jetzt das Nachfolgemodell, also V-Klasse, da gibt es halt keinen Sechszylinder mehr. Also das ist bei Mercedes so die letzte Baureihe, wo man sich halt einen vernünftigen Sechszylinder Diesel kaufen konnte. Ne? Also viele andere Hersteller bieten das ja gar nicht an. Das ist, glaube ich, so überhaupt mit der einzige Bus, wo es einen Sechszylinder Diesel halt mit drin gibt. Und wo man sagen muss, dass der Motor in dem Bus mit seinen 224 PS richtig geil läuft. Abgasnorm haben wir hier auch schon Euro 5. Ne? Kann man, glaube ich, immer gut an diesen Dingern hier, glaube ich, bei Mercedes sehen, wenn die diese Blue FNC Gedöns drin haben, was auch immer das ist, dann haben die Dinger halt Euro 5. Gibt es denn auch noch mit Euro 4? Ja, den 204 PS, glaube ich. 204 PS, ja. Schreibt das mal in die Kommentare. Weiß ich jetzt nicht so genau. Also wie gesagt, der hat auf jeden Fall eine Euro 5 ohne, wie heißt dieses Zeug? Ich kann mir das nicht merken. AdBlue. AdBlue, genau. Dein neuer Bus hat aber auch noch kein AdBlue, ne? Ja, also wie gesagt, wir sind ja auch nicht so diese AdBlue-Freunde, ne? Die sich mit AdBlue so ein bisschen auseinandersetzen, wissen, ist halt zusätzlich was in einem Auto heute verbaut, was mit Sicherheit für die Umwelt gut ist, was aber oft kaputt geht und wo teure Folgereparaturen, glaube ich, folgen, kann man das so sagen. Ne? Ja. Und ich glaube, dir war jetzt auch wichtig bei deiner neuen V-Klasse, du hättest dir den auch nicht mit AdBlue gekauft. Ne? Ja, gut. So, ich würde sagen, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen motorentechnisch an. Vorab sei gesagt, für die, die Interesse haben, aktueller Fahrzeugstand von dem Fahrzeug sind 178.929 Kilometer. Also hat der Johann das Auto gekauft mit, wo geht denn die Motorhaube hier auf? Irgendwie um die 150.000, kann das hinkommen? Ja, 154 oder so. Ja, irgendwie sowas. Dann bist du gar keine 30.000 Kilometer gefahren. Ja. Aber wir haben auch gesagt 25.000 bis 30.000 Kilometer. So, ihr seht schon, dass es nicht mein Auto ist. Ich weiß doch nicht mal, wo die Motorhaube aufgeht. Also, schwierig ist natürlich bei dem Auto, weil der große Motor jetzt hier drin verbaut ist. Du kannst mal ein bisschen rankommen mit der Kamera. Ist halt, du siehst nichts und du kannst in der Regel eigentlich auch fast gar nichts selber an einem Auto schrauben, wenn du halt nicht so der Hardcore-Schrauber bist, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Pollenfilter und Luftfilter. Pollenfilter, Luftfilter kann man selber wechseln. Batterie haben wir übrigens auch ein Video gemacht
Batterie ist bei dem Fahrzeug unterm Fahrersitz. Da könnt ihr euch mal durch unsere Videos klicken. Haben wir das ein oder andere Video im Laufe der Zeit bereits zu dem Fahrzeug gedreht. Haben aber nicht alles gezeigt. Es wurden nämlich auch sehr viele Sachen gemacht, quasi schon nach Kauf, was man dann halt so machen sollte, wenn man so einen Bus, finde ich, länger fahren will. Ne? Oder wie sagt man das? Ja, länger fahren will halt, um gewisse Sachen vorzubeugen. Ne? Erster Punkt ist natürlich Getriebe. Getriebe hier geil, haben wir noch eine 5G drin, also die alte 5-Gang-Automatik, die sehr unauffällig ist. Also das, was kam vor 7G, glaube ich, bei Mercedes. Oder bei dir jetzt in dem Fall, hast du jetzt auch eine 7 oder 8G drin? 7G? Ja. Nickt, 7G in der V-Klasse. Ne? Ist zwar etwas lahm, sage ich mal, vom Ansprechverhalten, aber da jetzt hier halt auch der große Motor verbaut ist und nicht der 220 CDI, den gibt es ja auch mit einem 220 CDI, mit einem kleinen Vierzylinder, passt das mit dem Getriebe relativ gut zusammen. Wo wollte ich auch nicht drauf eingehen? Getriebeölspülung. Ne? Also Getriebeölspülung hat der Bus bekommen, direkt nachdem der Johann den damals gekauft hatte, und nicht nur Getriebeöl gewechselt, sondern Getriebeöl gespült. Ne? Da streiten sich auch die Geister. Die einen sagen, man sollte eine Getriebeölspülung machen, der andere sagt, nein, auf keinen Fall. Kann man sich natürlich darüber streiten, ob man sein Getriebe heute spült oder ob man das Getriebeöl nur mit dem Filter wechselt. Das ist ein Filtergetriebe, für die, die das nicht wissen, der sollte regelmäßig gewechselt werden, auch wenn es laut Hersteller heute eigentlich immer noch so ist und viele Leute das nicht wissen, die denken, Getriebeöl ist wartungsfrei, ist nicht wartungsfrei, beziehungsweise kriegst du halt irgendwann mal Probleme, wenn du ein Auto hast mit einer etwas höheren Laufleistung wie das Auto jetzt hier, was natürlich auch etwas älter ist und das Getriebe halt alt ist, fängt es halt irgendwann wahrscheinlich mal schlecht an zu schalten, wie auch immer, macht sich auf jeden Fall dann irgendwie bemerkbar. Und deswegen ist eigentlich fast bei allen Autos, die wir uns privat kaufen, so wie bei dem jetzt auch hier, ich sage ja, die normalen Leute draußen wissen das halt irgendwie immer noch nicht, ich verstehe das nicht, dass die auch von den Werkstätten teilweise nicht darauf aufmerksam gemacht werden, weil wir finden, das ist eine wichtige Sache, dass halt regelmäßig ein Getriebeöl gewechselt wird bzw. gespült wird, um natürlich die Lebenszeit nach hinten raus für so ein Getriebe halt zu verlängern und Schäden zu vermeiden. So viel zum Thema Getriebeölwechsel. Ne? Wurde gemacht, ich sag mal roundabout kann man sagen, bei dem Fahrzeug würde ich mal sagen, spülen 500 bis 600 Euro. Ja. Da könnt ihr gerne mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare schreiben. Kommt natürlich immer an aufs Auto. Ne? Und natürlich ein Wechsel, wenn man Öl ablässt mit einem Filter, ist natürlich immer günstiger wie eine Spülung, weil natürlich bei einer Spülung wesentlich mehr Öl durchgeknallt wird, als wie bei einem stinknormalen Getriebeölwechsel. So, wir wollten eigentlich eingehen auf den Motor. Hatte ich Anfang des Videos, glaube ich, schon gesagt. Zeig mal hier, Johann. Das steht noch richtig schön hier drauf. V6 CDI, also wir haben einen Sechszylinder in einem V gebaut, also nicht in Reihe. Mercedes hat ja damals immer Reihe gebaut, so wie ich das damals gefahren bin, 210er, und die ersten 211er hatten noch richtig schön so einen langen Ballermann da drin, ne? Also so ein Sechszylinder, und das haben die halt extrem verkürzt, damit diese V6 Motoren oder diese Sechszylinder Motoren halt in diese Fahrzeuge in Anführungsstrichen reinpassen, hat man das, denke ich mal, dann in einem V gebaut, damit das halt etwas kompakter ist. Motor, würde ich mal sagen, so für mein Empfinden sehr laufruhig. Ne, an der Stelle, also wesentlich laufruhiger als wie ein Vierzylinder-Diesel, also den Johann seine V-Klasse als 220 CDI rattert auf jeden Fall mehr vor sich hin als wie der alte Sechszylinder-Diesel hier. Also das Ding, wenn die Dinger laufen, laufen die wirklich gut, und da hat man, glaube ich, auch leistungsmäßig in dem Bus wirklich Spaß dran. Ne? Und gibt ja dann heute, glaube ich, auch noch V300, ne? In der V-Klasse, da hast du dann trotzdem nur 4 Zylinder und hast halt dann 3 Turbolader, glaube ich, mittlerweile drauf. 2, 3 Turbolader, schreibt das mal unten in die Kommentare. Also hier ist, wie gesagt, V6 Diesel und in der Mitte sitzt ein dicker Turbolader, und das funktioniert nach wie vor, denke ich, sehr gut, und ist schade, ist halt, hatte ich auch schon gesagt, der letzte Sechszylinder Diesel im Bus, den man, glaube ich, überhaupt so kaufen kann. Ne? So, schreibt dazu auch mal in die Kommentare, wenn du dir ein Mercedes, ich kann mir den Namen nicht Viano kaufen würdest, eher Vierzylinder-Diesel oder eher Sechszylinder-Diesel. Ne? Vierzylinder-Diesel konnte man die Dinger, glaube ich, auch noch als Allrad kaufen. Ne? Da waren die so ein bisschen Country Cross, höher gelegt mit Allrad. Ne? Ist ja heute auch irgendwie beliebt, wieso auch immer. Ich weiß nicht, was die Leute mit diesen Allradbussen machen, wo die hinfahren oder wofür die das nutzen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Spielt doch keine Rolle. Busse sind ja aktuell gehypt, glaube ich, immer noch. Ne? Das ist ja so aus Corona entstanden. Jeder wollte irgendwie einen Bus haben, und Preise für die Fahrzeuge sind natürlich explodiert und sind für unsere Verhältnisse, was wir finden, immer noch relativ hoch. Ne? Also Preise für Busse sind echt übel.
übelst teuer, finde ich. Weiter geht's, gehen wir drauf ein auf das, was der Johann so an diesem Fahrzeug hier fabriziert hat, beziehungsweise was gewechselt wurde, beziehungsweise wo man drauf achten sollte, ist immer ein Punkt: Ölverlust. Ölverlust bei, würde ich mal sagen, ja, etwas höherer Laufleistung, die kriegst du ja auch nicht mehr wenig gelaufen, ne, im Internet. So einen Bus gehst du dir nicht mehr kaufen, der irgendwie 50.000 Kilometer gelaufen hat oder so. Ne? Thema Ölverlust, in der Regel immer, oder ich sag's anders, fast immer Ölkühler. Ölkühler sitzt bei dem Fahrzeug leider nicht außerhalb vom Motor, sondern genau im V, genau in der Mitte. Und dafür muss der ganze Kram, was ihr hier oben seht, abgebaut werden. Dafür muss die Frontmaske runter, also ist ein Riesenaufwand auf jeden Fall, den Ölkühler zu tauschen. Und wenn der Bus Öl verliert mit dem 6-Zylinder-Diesel, ist in der Regel immer der Ölkühler kaputt. Ne? Oder ich glaube, die Dichtung, glaube ich, sogar nur vom Ölkühler. Ne? Ja. Aber den Ölkühler tausche dann automatisch mit, weil du halt einmal dran bist. Was hat der Ölkühler damals gekostet? Ich meine, irgendwas um die 200 € oder so, kann das sein? Ja. Ne? Könnt ihr mal auch unten in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, da wird der ein oder andere auch schon mal Erfahrung mit gehabt haben beim V6 CDI. Natürlich ohne Einbau, ne? Ohne Einbau, ja. Nur der Ölkühler, ne? Ist natürlich ein Riesenaufwand. Ja, in dem Zuge wurde mitgewechselt bei dem Fahrzeug, beziehungsweise was sinnvoll ist, was man hier auch gar nicht sieht, wenn man jetzt hier so reinguckt. Du kannst mal hier so drüber filmen, hier sieht man halt nichts. Der ganze Keilriementrieb, also sprich der Keilriemen natürlich selber. Ich habe einen Frosch im Hals. Alle Rollen, also sprich Spannrolle, Umlenkrollen, Wasserpumpe auch mit neu gekommen. Ja. Wasserpumpe mit neu gekommen, also alles, was sich mehr oder weniger dreht, ist in dem Falle wahrscheinlich sinnvoll zu ersetzen, weil es auch noch die ersten Sachen in der Regel sind. Und in Bezug auf Getriebe haben wir noch eine Sache, die habe ich ganz vergessen. Kommt dann weiter vorne, kann man bei dem Auto auch nichts sehen. Wir haben ja den normalen Kühler und haben davor den Kondensator für die Klimaanlage. Und bei diesem Fahrzeug der auch neu ist. Der auch neu ist, gehe ich gleich noch drauf ein. Thema Klimaanlage, ich habe einen Frosch im Hals. Im Wasserkühler, der auch mit neu drin ist, das sei gesagt bei dem Auto, sind die Anschlüsse mit dran für das Getriebeöl, beziehungsweise ist der Wasserkühler integriert mit Getriebeölkühler und da geht in diesem Kühler in der Regel irgendwas, soweit ich das weiß, kann kaputt gehen. Und dann vermischt sich Getriebeöl mit Kühlwasser, beziehungsweise Kühlwasser mit Getriebeöl und wenn ihr Pech habt, das Wasser ins das Getriebeöl reingeht, dann habt ihr eventuell einen Getriebeschaden, um das mal kurz zu erklären. Das ist wichtig beim Kühler, deswegen vorsorglich, wenn man so einen Bus lange fahren will, würde ich, glaube ich, auch schon fast empfehlen, du hast es ja auch gemacht in dem Auto, einfach neuen Wasserkühler rein. Ich denke mal, dann habt ihr die nächsten Jahre Ruhe, weil hier war noch der erste drin. Ne? So, davor ist geschnallt vor dem Wasserkühler der Kondensator. Der Kondensator ist für die Klimaanlage, den dann auch direkt mit neu machen, weil das Gute an dem Auto ist, was der Johann immer sagt, auch an der V-Klasse, Verschleiß bzw. Ersatzteile sind im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern eigentlich relativ günstig, muss man ganz einfach so sagen. Ne? Das ist halt einfach so. Dann ist der Vorteil halt, wenn man Mercedes fährt und Unterhalt und so ein Kram, gehen wir gleich auch noch ein, ist auch wesentlich günstiger als, denke ich mal, bei anderen Fahrzeugen. Ne? So, Klimaanlage, ja, der Kondensator ist mit neu gekommen und wir hatten irgendwann mal kurz danach das Problem, der hat eine große Klimaanlage drin, also sprich hinten auch eine Klimaanlage und die Klimaleitungen für die hintere Klimaanlage laufen in dem Bereich hier unten irgendwo bis nach hinten und irgendwo in dem Bereich, können wir euch jetzt hier unten nicht zeigen, doch, ich merke sie hier schon, die Klimaleitung, musste man eine Klimaleitung neu machen, weil vom Fahren, ich weiß nicht wie, auf der Straße kann halt passieren, ein Stein gegen eine Klimaleitung geknallt ist, geflogen ist, wie auch immer, und die Klimaleitung zerstört hat und der Johann kein Gas mehr in seiner Trommel drin hatte und deswegen musste die Leitung neu rein und die Klimaanlage neu gefüllt werden. So, um mal das Thema Klimaleitung hier auszuführen. Hier vorne kann man auch noch Klimaleitung sehen, an der Stelle werden die dann halt hier gefüllt. Hier haben wir zum Beispiel so einen Anschluss für die Klimaanlage. Ne? Klimaanlage auch nochmal für die, die gar keine Ahnung haben, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Sagen auch immer viele so zu uns, wenn die hier reinkommen, ob die Flüssigkeit von der Klimaanlage gewechselt wurde. So, in der Klimaanlage ist in der Regel keine Flüssigkeit drin, ist Gas drin. Ne? Gas drin, in dem Falle können wir es hier sehen. Das Gas heißt R134a und hier kann man auch ganz schön sehen die Füllmenge der Klimaanlage. Ne? Ob man jetzt eine kleine, große Klimaanlage hat, muss man halt wissen und dementsprechend natürlich auch die Klimaanlage nach Herstellervorgaben zu befüllen. Das ist in dem Falle hier geschehen. Die Klimaanlage läuft mit dem neuen Kondensator und der neuen Klimaleitung natürlich bei dem Auto 1A, richtig? Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, Motor haben wir abgearbeitet, Batterie habe ich euch gesagt, ist unterm Sitz. Ne? Und wenn man so ein Ding halt mal überbrücken will, haben wir halt hier vorne so ein Überbrückungsnippel, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Ne? Und die Masseverbindung, genau, zeigen wir euch auch.
ist auf der Seite. Ne? Also da muss man jetzt halt ja nicht gucken, dass man unterm Sitz irgendwie die Batterie da rausfummelt, weil das ist technisch gar nicht möglich, das Auto da zu überbrücken. Wir überbrücken immer an der Stelle. Genau, wir haben Scheinwerferbild noch gewechselt. Ne? Da gibt es auch ein Video zu. Wir haben umgerüstet auf Osram Nightbreaker 200 Plus, glaube ich. Ne? Gibt es auch ein Video zu. Kann ich hier mal einblenden, heißt das. Wenn da irgendjemand Interesse hat. Fahrzeuge gibt es auch mit Xenon-Scheinwerfer, ne, um das mal im Rahmen der Kaufberatung mit zu erwähnen. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Ihr merkt schon, dass ich nicht so fit bin in dem Thema Busse, dass ich mich hier ein bisschen durchhangeln muss. So, ich würde sagen, da wir vorne sind, gehen wir auf die optische Mängel vorne ein. Das Fahrzeug hat 175.000 Kilometer grob über den Daumen gelaufen und die Haube steht mehr oder weniger so. Das ganze Auto steht da wie eine Wand im Wind, ne? Und auch auf der Autobahn. Und so kommen natürlich auch die ganzen Steinschläge auf der Haube zustande. Kannst du einmal über deine Haube filmen. Hat der Johann schön fleißig wie Marienkäfer ausgetupft, aber lässt sich natürlich nicht vermeiden. Die andere Lösung wäre natürlich, die Motorhaube für die stört, neu zu lackieren. Ne? Also entweder legt man damit oder halt neu lackieren und ist selbst an einer neu lackierten Haube, denke ich mal, nach 50.000 bis 100.000 Kilometern wird die genauso wieder aussehen. Also da muss jeder selber wissen. Einpackhilfe vorne mit an Bord, Einpackhilfe hinten mit an Bord. Ja, das war damals so in der Zeit gewesen. Ne? Rückfahrkamera, gab es in dem Modell schon Rückfahrkamera? Gab es schon? Auch, ja? Okay. Gab es schon mal Rückfahrkamera? Heftig. Glaube ich auf jeden Fall. Okay. Aber es gibt auch Busse mit, die Modelle mit Rückfahrkamera. Ist das eigentlich irgendein spezielles Sondermodell? War das nicht wegen den Rädern irgendwie auch so ein Sondermodell gewesen? Nein, ja, so ein Sport. Okay. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Gibt es auch verschiedene Ausstattungsvarianten. Ja. Ich sag mal, der Bus an und für sich ist mittelmäßig gut ausgestattet. Gehen wir auch gleich noch drauf ein. Also der hat jetzt nicht nur Grundausstattung, der ist mittelmäßig ausgestattet. Die gibt es natürlich vollgepackt mit 3 Schiebedächern, Leder von vorne bis nach hinten, Tischen drin, tralala. Und natürlich auch noch als Camper mit Aufstelldach. Aufstelldach. Ich glaube, dann heißen die Marco Polo oder sowas. Ne? Ja. Ne? Aber gut, okay, wir machen jetzt hier keine... glaube ich, Activity. Deiner ist ein Activity? Nein, dann heißen die Activity, Ja, aber kann da sein. bin ich auch nicht so. Ja, wir machen jetzt auch keine Camper-Vorstellung heute hier. Du bist ja auch kein Camper, Johann. Ne? Du bist ja Angler. Doch, Ne? eigentlich schon. Eigentlich schon. Ne? Aber du alleine passt ja locker in den Boost hinten rein, wenn die Sitze draußen sind. Von daher brauchst du jetzt keinen Camper. Was noch neu gekommen ist im Rahmen der in Anführungsstrichen Generalüberholung bei dem Fahrzeug, ist die Bremse vorne und hinten. Hinten mit Handbremse. Handbremse sitzt hinten in der Bremsscheibe mehr oder weniger drin oder beziehungsweise hinter der Bremsscheibe. Eigentlich heute unüblich. Mercedes hat das sehr lange, ich weiß nicht, ob es heute bei den aktuellen Fahrzeugen immer noch so ist, so verbaut, dass die ja eine separate Handbremse noch mit Backen verbaut haben. Ziemlich aufwendig. Ich finde Handbremse besser schön über einen Bremssattel mit. Ja, ist halt einfacher gebaut. So, Bremsscheiben, Klötze vorne, hinten mit Handbremse neu. Neu reingekommen sind auch vorne neue Querlenker, 4-mal neue Stoßdämpfer, weil das Fahrwerk halt einfach ausgenudelt war nach der Laufleistung. Ja gut, ne? 175.000 Kilometer oder 150.000 Kilometer, wo du den gekauft hast, sind halt 150.000 Kilometer. Und dann ist halt so ein Fahrwerk auch durchgenudelt. Also wie gesagt, in dem Zuge wurden Querlenker neu gemacht, die Stoßdämpfer neu gemacht. Das Fahrzeug wurde, komm mal mit. Der Johann ist ja immer noch sportlich angehaucht. Wurde das Gerät mit Eibach-Federn tiefer gelegt, in dem Falle vorne und hinten Federn bekommen? Ja. Ja, okay, vorne und hinten Federn bekommen. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Fahrzeug, da sind hinten Luftfedern drin, dann knallst du natürlich nur vorne Federn rein. In dem Falle 4-mal Federn, 4-mal Stoßdämpfer, also ist das ganze Fahrwerk eigentlich general überholt. Guck mal, ich kriege bei den Dingern noch nicht mal die Tür. So, habe ich vorderachstechnisch was vergessen? Ich denke mal, eine Achsvermessung wurde auch gemacht. Ja. Ja, Achsvermessung wurde auch gemacht, sollte man immer machen, wenn man irgendwie an der Achse arbeitet, also sprich Stoßdämpfer raus, Federn ersetzt, Querlenker einbaut, sonst was. Wurde noch irgendwas neu gemacht vorderachsmäßig? Ja, hier, Reifen. Reifen, ja gut, Reifen gehört jetzt nicht mit irgendwo zum Ja. Fahrwerk. Okay, auf die sportlichen Alufelgen sind nagelneue, was hast du denn da drauf geknallt? Weiß ich gar nicht. Unigrip. Und Unigrip Allwetterreifen. Ne? Also jetzt kein Markenhersteller und auch kein günstiger Hersteller, denke ich mal, ist ein gutes Mittelding, was der Johann sich da ausgesucht hat. Und über Reifen wird der ein oder andere natürlich jetzt auch
in den Kommentaren schreiben. Kann man sich natürlich streiten. Für die Dunlop Sport, Sportmax oder Michelin, was weiß ich, Ultra Grip, den ganz teuersten Reifen da draufknallen, werden mit Sicherheit nach hinten raus ein paar Kilometer mehr mit teuren Reifen fahren. Das will ich überhaupt gar nicht abstreiten. Und ja, wir bei unseren Fahrzeugen, bei unseren privaten Fahrzeugen sowie auch bei unseren Gebrauchwagen wählen immer ein gutes Mittelding, was einigermaßen gut bei den Testberichten abgeschnitten hat, um das mal kurz auszudrücken. Ne? So, kommen wir mit nach hinten, gehen wir mal nach hinten. Das ist, glaube ich, für viele auch wichtig, ne? Ja, die kann sogar 3 Tonnen ziehen. Okay, Johann sagt, die kann 3 Tonnen ziehen und das ist natürlich wichtig für die Leute, die eventuell ja auch in Verbindung mit dem Motor, weil hier halt der große Motor drin ist und nicht der kleine Vierzylinder, kann man halt wahrscheinlich noch mal einen richtig langen Wohnwagen dahinter schnallen. Was kann man heute noch mal? Pferdeanhänger ziehen, was groß ist. Das ist das so, was mir jetzt einfällt. Das kannst du halt alles mit dem Bus wegziehen und ich denke mal, das macht der Bus auch gut mit aufgrund des großen Motors. Ne? Also mit einem Vierzylinder wirst du wohl mit einem Anhänger, wenn du mal in die Berge fährst, nach Italien oder sonst wohin und hast deinen Wohnwagen da hinten dran. Ich glaube, dann hat der Vierzylinder, wenn du den Vierzylinder hast, vorne halt einfach, ja, der leidet halt, um das mal kurz auszudrücken. Thema Heckklappe. Heckklappe, leider etwas rostanfällig bei diesem Fahrzeug. Die Haube ist auch neu lackiert worden, aufgrund von, ich sag mal, kommen so Rostpickel hoch, ne, vereinzelt. Problem ist, glaube ich, was wir mittlerweile rausgefunden haben wir auch so ein Video gemacht, hier ist auch neu drin, ist die dritte Bremsleuchte reingekommen. Der Johann hat hier auch die Nippel für die Schrauben, sieht zwar scheiße aus, aber separat nochmal abgedichtet, damit da halt auch wirklich kein Wasser mehr reinläuft. Haben wir auch geprüft, läuft auch kein Wasser mehr rein. Problem ist, war da eine Dichtung drunter, die kaputt geht? Ja, eine Dichtung darunter geht kaputt und dann läuft unserer Meinung nach, ihr könnt eure Meinung, wenn ihr da irgendwie Erfahrung habt, gerne mit in die Kommentare schreiben, Wasser irgendwie in die Heckklappe und Heckklappe fängt dann an der einen oder anderen Stelle irgendwann an zu gammeln. Das ist nicht schön. Rost allgemein, glaube ich, der Johann guckt so komisch. Ja, ich wollte dazu sagen, am besten sieht man das, mach mal bitte die Heckklappe auf. Wenn man zum Beispiel im Regen fährt oder wie auch immer, es regnet draußen, man macht die Heckklappe auf, ja, und man sieht dann zum Beispiel in den Bereich hier komplett, ich zeig dir mal, wo ist denn weit, in den Bereich hier, wenn da Wasser steht oder ja, wenn da Wassertropfen sind, ja, dann wisst ihr, das hat durch die Heckklappe. Ja, kommt dann in der Regel hier durch die Verkleidung rausgelaufen, oder hier irgendwo rausgelaufen, ja, ne? Ja. Dass dann halt Wasser durch die Heckklappe ja, hier hinten mehr oder weniger steht. War bei dir natürlich jetzt auch der Fall, deswegen haben wir die dritte Bremsleuchte dran gemacht und die Thematik haben wir, glaube ich, auch in dem Video, glaube ich, mit erklärt. Das ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Also, wie gesagt, was geil ist, Anhängerkupplung von Thule. Nee, Thule macht doch keine Anhängerkupplung. Also, ja? Ja, wieso nicht? Ich weiß es nicht. Ist eine Anhängerkupplung, ich sage euch auch, wie viel Pole. 11-polig oder 13-polig, ich weiß gar nicht. Ja, auf jeden Fall nicht 7-polig. So, machen wir Kofferraum direkt ein bisschen mit, würde ich sagen. Kofferraum, ja gut, das ist natürlich sehr variabel in diesem Fahrzeug. Das ist halt natürlich auch der Vorteil eines Busses. Auf die Geschichte gehen wir gleich noch drauf ein. Erstmal nicht beachten. Hier sind jetzt in Reihe, kannst du ja nach vorne filmen. Ich hoffe, das passt lichttechnisch. Ja, haben wir schön 6 Sitze drin. Sieht man halt auch wie im Bus, wie in so einem Linienbus, sitzt man hier, ne, Kerzen gerade halt hintereinander. Keine Sitzbank drin. Dein Auto jetzt. Die V-Klasse hat eine Sitzbank und 2 separate Sitze. Könnte man hier wahrscheinlich auch mal. Gibt es das Auto mit Sitzbänken? Ja. Ja, also ne, je nachdem, wofür man das Auto halt benutzen will, beziehungsweise wie viele Personen halt mitfahren sollen. Ich finde das praktischer hier mit. Ja, ne, aber wenn du jetzt sagst, du musst wirklich die maximale Anzahl von Personen in einem Fahrzeug transportieren, hast du halt immer, wenn du eine Sitzbank drin hast, in der Mitte, dass halt auf einer Sitzbank 3 Leute sitzen können und auf den 2 Einzelsitzen, die ist natürlich bequemer, hast du vollkommen recht, bin ich vollkommen bei dir, kannst du aber eine Person weniger mitnehmen pro Sitzreihe. Also theoretisch mit 2 Sitzbänken drin könnten noch mal 2 Leute mehr mitfahren. Die Sitze auch hinten drin zeigen wir euch gleich auch noch mal. Also die Sitze sind ja alle gleich, die vorderen, die hinteren sind gleich, haben links und rechts schön Armlehnen, zeigen wir euch noch, sind auch wirklich bequem. Also ich bin selber schon das ein oder andere Mal in dem Bus hier hinten mitgefahren, sind wirklich bequem auch für Langstrecke und das ist natürlich umgekehrt auch der Nachteil bei einer Sitzbank. Eine Sitzbank ist natürlich nicht so bequem wie ein vollwertiger Sitz mit Armlehne links und rechts. So, Kofferraum. 12 Volt Steckdose
für eventuell die Camper unter euch oder weiß nicht was, die hier eine Kühlbox oder irgendwas hier anklemmen wollen, Kompressor, keine Ahnung, was ist hier halt mit drin. Und sonst gibt es im Kofferraum hier halt nichts zu sagen. Ne? Wenn der Kofferraum jetzt größer werden soll, ganz einfach, die Sitze haben wir auch in dem Video schon gezeigt, wie man die ausbaut. Ausbauen hast du halt einen größeren Kofferraum, aber ich glaube, das erklärt sich von selbst. So, guck mal hier, Leon. Das war bestimmt Sonderausstattung. Eine Schlaufe, um die Heckklappe zuzumachen aus richtigem Leder. Guck mal. Die habe ich bei der V-Klasse nicht. Ja, die hast du bei der V-Klasse nicht. Aber soll ich dir sagen, was der Unterschied ist? Die V-Klasse war neu teurer als wie der Bus damals. Ne? So, machen wir mit dem Teil weiter. Ne? Das ist jetzt ein Teil speziell zu dem Bus, was aber auch wichtig ist. So ein Fahrzeug sollte natürlich, wenn man so ein Fahrzeug kaufen geht, immer auf Unfälle geprüft werden. Hat der Jon im Vorfeld natürlich gemacht, wo er das Auto damals gekauft hat. Das Problem ist, es ist ein kleiner Unfall oder ein kleines Missgeschick im Laufe der Zeit entstanden, wo der Jon das Auto benutzt hat. Der Jon ist aber nicht schuld. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, denn Jon, seine Frau ist schuld gewesen. Ich erkläre euch auch, wieso. So, Folgendes. So, schaut mal, was wir hier drin haben. Um das transparent zu zeigen, haben wir hier halt, aua, das tut aber weh. Ah, Glück jetzt gehabt, fast Splitter im Finger gehabt. So, ich halte das mal hier dran. Geh du mal auf die Seite, Johann. Das ist die Rückleuchte von der Seite und genau in dem Bereich hier ist den Johann seine Frau leider gegen einen Zaun gefahren, der halt im Weg war. Das passiert halt manchmal, ne? Und wir verkaufen das Auto aus diesem Grunde natürlich jetzt als nicht unfallfrei. Also das Auto, für alle, die es genau haben wollen, hat jetzt einen Vorschaden. Fotos von dem Schaden, sag ich mal, war in dem Bereich hier irgendwo so gewesen. Ne? Ja. Richtig? Ja. Ne? Und die Kappe war verkratzt hier. Und die Kappe war verkratzt. Die ist auch neu, original Mercedes dran gekommen. Ja. Fotos hast du noch? Hatte ich gestern schon. Okay, also Fotos blende ich euch von dem Schaden ein, für die, die es genau wissen wollen. Und weil in dem Teil des Seitenteils der Schaden natürlich instand gesetzt wurde, musste natürlich lackiert werden bis hier vorne hin. Also sprich, das Auto hat natürlich ein großes Seitenteil, das ganze Seitenteil ist lackiert. Aber der Vorteil daran ist, ne, das Seitenteil hat jetzt auch keinen Kratzer, keine Delle, nichts. Das ist quasi wie neu ab Werk, mehr oder weniger, auch wenn es jetzt halt nachlackiert ist. So viel zum Thema Unfallfreiheit bei dem Fahrzeug. Also das Fahrzeug definitiv nicht mehr unfallfrei. Das Fahrzeug hat einen Unfall gehabt mit einem Zaun, ne, für die, die es richtig wissen wollen. So. Da denke ich mal, gibt es auch nichts weiter zu sagen. Ja, Scheiben hinten schön abgedunkelt und die Seitenscheiben hinten sind elektrisch aufklappbar. Ja. Also die klappen sich so mehr oder weniger so ein Stück auf. Ne? Gibt es die mit Doppelschiebetür? Ja. Ja, also der hat jetzt nur eine Schiebetür, ne? Unschwer zu erkennen. Hier kann man die Tür nicht aufmachen und wir können mal rumgehen. Andere Seite haben wir eine Schiebetür. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch an, den Innenraum etwas zu behandeln. Ich schmeiß mal deine Tieferlegungsfedernkarton. Oh, die sind aber schwer. Ja, das sind aber LKW-Federn. Da sind LKW, die können wir mal zeigen. Die sind aber echt schwer. Oh. Damit ihr mal wisst, wie so Federn bei so einem Bus aussehen. Das sind die Originalen. Das sind die Originalen, kriegt der Käufer des Fahrzeugs mit dabei, wenn ihr das Fahrzeug wieder höher legen wollt. Könnt ihr euch wieder mehr oder weniger tauschen auf die LKW-Federn, mehr oder weniger. Ne? So sieht sowas aus und ich würde sagen, jetzt machen wir Innenraum. Ich habe hier gerade schon gesehen, wirst du wahrscheinlich nie benutzt haben. Guck mal, hier unten sind auch 12-Volt-Anschlüsse. Ja, doch, habe ich benutzt. Hast du benutzt? Was hast du daran gemacht? Kühlbox. Ich habe immer so eine Kühlbox hier in die Mitte gestellt. Okay. Zwischen den zwei Sitzen. Damit du dir quasi das Bier während der Fahrt aus der Kühlbox nehmen kannst. Aber nur alkoholfrei. Ja, hier wie gesagt ein 12-Volt-Anschluss. Ich schmeiße mich mal rein, damit ihr mal seht, wie sowas aussieht. Sieht. Ich bin 1,80 groß. Ich könnte jetzt, denke ich, auch 2 Meter wird, glaube ich, schon eng, wenn man 2 Meter groß ist. Ne, dann musst du einfach nur das da hinten klappen. Okay. Ja, guck mal, man hat sogar eine Schlafposition hier. Die Lehnen kann man hier ganz wegklappen, wenn man sie halt nicht braucht, ist aber unbequem. Und so hat man halt diese Armlehnen in Leder. Kann man auch einzeln nach vorne nach hinten schieben, durch den Henkel hier. Da? Ja. Ne? Das ist halt der Vorteil des Schienensystems in dem Fahrzeug. Du kannst die Sitze drehen. Den kann man drehen? Ja, muss nur rausholen dann, ne? Okay, also dass man den quasi
Ja, wie im okay. Bus quasi. Ja, okay, wie im Bus, alles klar. Ja, das ist halt der Vorteil von so einem Schienensystem. Ist aber, denke ich mal, in vielen Bussen so. Also T5, T6, die haben halt auch so ein Schienensystem drin, dass man die Sitze oder Sitzbänke halt variabel in so einem Auto, ja, verschieben kann. Große Klimaanlage, komm mal rein hier mit der Kamera, kann man an der Stelle hier sehen. Du kannst ja mal ein bisschen reinkommen, wir haben ja Platz hier drin. Komm mal rein mit der Kamera hier. Kann ich euch von innen ein bisschen was zeigen. Ich hoffe, das passt lichttechnisch. Sieht gut aus. Ist in einem neuen Bus, glaube ich, ein Display hier in dem Bereich. Finde ich voll doof, weil du ja auf die Schnelle, du musst erst mal 10 Knöpfe drücken, damit du die Klimaanlage hinten verstellen kannst. Ja. Und so drückst du hier vorne einen Knopf und du siehst immer quasi das, also als Fahrer siehst du, so, wenn du hochguckst, sofort ist die Klimaanlage quasi für muss man hier irgendwie separat anschalten, ne? Ja, genau. Da, jetzt ist es auch an. Ja. So, also du musst hier mehr oder weniger freigeben, dass du die Klimaanlage hinten, die läuft auch schon hinten, jetzt hört man auch schon, bedienen kannst. Ist eine coole Sache, ist glaube ich auch ein Muss, wenn man mit viel Personen in so einem Bus unterwegs ist. Wenn man jetzt alleine fährt, nicht, aber wenn du mit vielen Personen unterwegs bist, ist glaube ich die große Klimaanlage für die Leute hinten schon ein Vorteil in so einem Bus. Ich mach mal wieder aus. Zack. Ja, hier sind normalerweise die Ausschnitte für die Schiebedächer, ne? Ich glaube, voll ausgestattet gibt es 3 Stück. Wir haben 3 so Ausschnitte hier drin. Kannst du mal grob zeigen. Wir haben überall ringsrum natürlich noch Oldschool, heute keine LED-Beleuchtung, sondern noch die schicken gelben Lampen drin, die damals überall in den Autos verbaut waren. Aber trotzdem ein grundsolides, gutes Auto. Um auf die Sitze einzugehen, würde ich sagen, gehst du noch mal nach draußen, dann zeigen wir die Sitze noch mal an einzelnen. Schade, ich habe gerade so gut gesessen. Ja, die Zeiten sind vorbei, Johann. Nee, noch offen lassen. Ich setze dich mal hier, damit wir so ein Sitzen mal zeigen können. Hattest du damals auch, glaube ich, speziell nachgesucht, ein Fahrzeug zu kaufen, was keine Vollausstattung Leder hat? Aus dem einfachen Grunde, wenn man mit viel Personen fährt. Ich denke mal, der eine oder andere kann das bestätigen. Vorne für die Leute gilt das nicht, weil vorne die Sitze haben natürlich eine Sitzheizung. Die Sitze kannst du beheizen, wenn du Vollleder hast. Das Problem ist für die Leute hinten, bis die Trommel hier warm ist, so ein 6-Zylinder-Diesel, und hier irgendwann mal warme Luft richtig rauskommt und das ganze Auto warm ist, sitzen die Leute echt hier mit einem kalten Arsch in einem Auto, wenn das Ding Vollleder hat. Und das hast du natürlich nicht, wenn du Teilleder hast. Um das einfach zu erklären. Ne? Kannst du noch mal zeigen? Also wir haben hier schick eigentlich. Also Farbkombi ist eigentlich cool in dem Auto. Ne? Dass wir halt dieses graue, würde ich jetzt mal sagen, Stoffbezug haben und außen halt diesen Lederteil. Da gehen wir jetzt auch direkt noch mal rum, bevor ich das vergesse, zum Fahrersitz. Der Fahrersitz ist ja der meistbenutzte Sitz in so einem Bus, weil der Fahrer muss natürlich immer fahren, ist klar. Ja, das Problem ist meistens mal bei Ein- und Ausstieg, weil die meisten beim Ausstieg die Treppe, sage ich jetzt mal, nicht. Die Leute wissen ja noch gar nicht, was los ist. Ich habe noch gar nicht gesagt, was passiert ist. Okay. So, kaputt. Ne? Loch drin, Risse, tralala. Ich glaube, Stichwort Mercedes Artico. Die bauen ja heute überhaupt noch richtiges Leder. Ich weiß es nicht. Also alle Autos, die ich mittlerweile kenne, auch hier so neue B-Klassen, E-Klassen, haben sehr viele Fahrzeuge, A-Klassen auch das Problem, dass der Fahrersitz reißt, weil es halt einfach kein richtiges Leder mehr ist, sondern ein Lederimitat, also was weiß ich, aus Plastik oder was sie das Leder bauen, ich weiß es nicht. Kunstleder, Stefan. Kunstleder, ja, Plastikleder, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann mal jemand genau die Zusammensetzung dieses Artico-Kunststoffleders in die Videobeschreibung schreiben, für die, die es wissen. Ja, also wie gesagt, zum Problem zu kommen, rein. Du setzt dich halt mit dem Arsch erst immer auf die Wange und dann schwingst du deinen Arsch oder deine Beine mehr oder weniger rein und dadurch wird halt in dem Bereich hier die Sitzwange extrem belastet. War bei dem Bus auch kaputt gewesen. Komm mal ran, kannst du schön zeigen, ist ja dein Bus. Die Sitzwange wurde ordentlich, sehr gut instand gesetzt und wird die nächsten Jahre halten. Ne? Und wurde die aufgepolstert? Ja. Ja. Und da merkst du jetzt auch schon wieder vom Ein- und Aussteigen, dass die wesentlich tiefer sitzt als wie die auf der Seite. Ne? Also das ist wirklich stark belastet bei so einem Bus und ja, geht dementsprechend halt leider kaputt bei hoher Laufleistung. So, ich würde sagen, wir machen jetzt auch direkt an der Stelle hier so ein bisschen Innenraum. Ich zeige ein bisschen was. Du kriegst das da mit der Kamera, glaube ich, relativ gut drauf. Also ohne Servolenkung lässt sich so ein Bus auf jeden Fall schwer lenken. Wir haben ein Multifunktionslenkrad in Leder, was dem Alter entsprechend, ich mache mal ein bisschen Licht hier an, dann siehst du vielleicht ein bisschen mehr besser. Nein, nicht wirklich.
ist egal. Machen wir gleich aus. Machen wir hier Lüftung, alles aus. Leder, Multifunktionslenkrad, Lederlenkrad, das Lederlenkrad so rum, befindet sich dem Alter entsprechend, würde ich jetzt sagen. Es ist nicht neuwertig, es ist aber auch nirgendwo das Risse oder Löcher oder sonst irgendwas drin. Es ist halt einfach dementsprechend der Laufleistung abgenutzt. Ihr seht hier noch relativ wirklich Oldschool-Technik, ne? Also alles einfach in so einem Bus mit einfachen Schaltern verbaut. Auch hier die ganze Bedienung für die Scheiben hinten, für die Scheiben vorne, Entschuldigung, alles wirklich einfach verbaut. Handbremse haben wir in dem Falle hier eine Fußtritt-Handbremse, ne, oder Fußstellfestbremse, wie auch immer der Fachbegriff dafür ist, und lösen lässt die sich über den Hebel P, würde ich jetzt mal so sagen. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ja, Automatik sind wir drauf eingegangen, ne? Automatik lässt sich hier bedienen. Wir haben Navigation mit an Bord. Wie heißt das? Hat das einen speziellen Fachbegriff? Command, glaube ich, ja, bei Mercedes. Ne? Also hat ein Command mit an Bord, das große Command, glaube ich, auch. Sitzheizung links und rechts haben wir an Bord, kannst du einmal zeigen. Und ja, das ist hier die Steuerung für die Wischerung. Hier kann man die Einparkhilfe mehr oder weniger ausschalten. Wofür sind die Knöpfe hier? Zuschließen, aufschließen, ja. Licht hinten, Licht an, Licht aus. Ne? Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und hier war halt große Klimaanlage, Klimaanlage für vorne zum Ein- und Ausschalten. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen gewesen an der Ausstattung für das Auto. Sprachsteuerung, Stefan. Sprachsteuerung, ja. Das ist Sprachsteuerung? Ja, ja, das ist ein Mikrofon drauf. Mal ganz ehrlich, egal was ihr für ein Auto fahrt, wer von euch benutzt so eine verkackte Sprachsteuerung? Wir hatten die Tage jetzt hier einen relativ neuen Crossland X oder wie das Auto hieß, ich weiß es nicht, haben wir versucht, da die Sprachsteuerung zu benutzen. Ne? Völlige Katastrophe. Ich fahre aktuell einen F11, Sprachsteuerung, absolute Katastrophe. Mercedes, sowas hier, egal ob neu oder alt. Also alles, was ich in meinem Leben bis jetzt benutzt habe an Sprachsteuerung, egal in welchem Auto, komme ich nicht mit zurecht. Wer von euch benutzt jeden Tag in seinem Auto so eine Sprachsteuerung? Ich kenne keinen. Ne? Einzigste hier ist Tempomat. Ja, Tempomat, okay. Das ist wirklich wichtig, auch bei so einem Bus, gerade wenn du Langstrecke fährst, sollte ein Tempomat mit in so einem Auto drin sein. Aber ob es so einen Bus ohne Tempomat noch gibt, weiß ich nicht. Ne? Gab es die eigentlich auch als Schalter? Als Vierzylinder oder als Schalter? Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn du einen Schalter hast, dass es die ohne Tempomat eventuell gab. Also Sechszylinder weiß ich nicht. Sechszylinder habe ich auch noch nie gesehen. Aber es kann sein, dass es ein Vierzylinder wirklich dann auch als Schalter gibt. Leute auch mal in die Kommentare schreiben. Genau. Automatisch abblendbaren Innenspiegel haben wir. Damit euch die Leute, die hinter euch fahren, die ihre Scheinwerfer falsch eingestellt haben, natürlich auch nicht blenden. Ja gut, da blendet dich aber keiner, weil das ein Bus ist. Ja gut, okay. Mehr, glaube ich, gibt es jetzt hier so zu auch nicht zu sagen. Haben wir wartungstechnisch irgendwas vergessen? Neu gekommen ist bei dem Bus natürlich in der Zeit, ich glaube, du hast zweimal Ölwechsel gemacht, dreimal Ölwechsel gemacht? Zweimal Ölwechsel gemacht. Und bei diesem Fahrzeug habe ich die Zündung ausgemacht. Einmal, ich mache mal eben die Lichter wieder aus, sonst haben wir gleich eine leere Batterie hier. Die ist doch neu. Ja, trotzdem kann ja sein, dass die leer ist. So müssen wir gleich gucken, ob alles aus ist hier. Thema Ölwechsel. Muss man nicht nur einen 5-Liter-Kanister kaufen, muss man 2 5-Liter-Kanister kaufen. Ist uns gestern beiläufig eingefallen, fand ich relativ lustig, weil sich das Ding hier 10 Liter Öl durchknallt. Ne? Also Ölwechsel hier sind wirklich 10 Liter Öl fällig. Bei dem 6-Zylinder, beim 4-Zylinder, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich nur die Hälfte sein. Ne? Irgendwie 5 Liter. Also bei diesem Fahrzeug, wenn ihr euch Öl bestellt für den Ölwechsel, bitte 10 Liter Öl bestellen. Mit 5 Liter kommt er nicht weit, weil dann zeigt der Ölmiststab wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas an. Luftfilter, Polenfilter neu gekommen. Ich denke mal, Wischerblätter sind irgendwann mal neu gekommen, sind wir drauf eingegangen. Habe ich irgendwas wartungstechnisch vergessen? Eigentlich nicht, ne? Dieselfilter, glaube ich, auch. Kraftstofffilter ist neu gekommen. Frostschutz ist natürlich im Zuge der Revision des Kühlers mit neu gekommen. Einparkhilfe vorne, hinten sehe ich jetzt noch. Können wir hinten mal mit Macken. Leute wollen ja immer die Macken sehen. Komm mal mit, nach hinten. Ich habe vorhin noch was entdeckt. Ein optischer Mangel. Da ist hier mal irgendwas passiert, was auch immer. Zeig das bitte mal. Das war vom Vorbesitzer. Das war vom Vorbesitzer. Ne? Willst du Vorbesitzer vielleicht kurz was erzählen? Du hast ja auch länger einen Bus gesucht. Ist ja ein Kaufberatungsvideo. War das der erste Bus, den du dir angeguckt hast? Aber du hast mit vielen Leuten vorher telefoniert. Ich habe mit voll vielen telefoniert und geschrieben und weiß ich nicht was. Okay. Und hat alles nichts gegeben. Und wieso, was war für dich ausschlaggebend? Komm, wir gehen mal wieder nach vorne. Was war für dich ausschlaggebend, wieso du zu diesem Bus auch sehr weit damals gefahren bist und dir das Auto angeguckt hast? Was war für dich ausschlaggebend?
Der 3-Liter-Motor war für mich ausschlaggebend. Die Leder. Nee, das meine ich jetzt nicht. In Bezug, wo du sagst, okay, zu dieser Privatperson fahre ich hin. Wartung, ne? War der Vorbesitzer. Okay, der komm mal hier, quasi, komm mal ein bisschen rüber. Der war quasi erster Hand. Okay. Davor war Mercedes, glaube ich, ein Jahr oder so. Okay. Ich läute das noch mal ganz kurz. Für die Interesse an dem Bus haben. Erster Hand Mercedes, zweiter Hand der Vorbesitzer vor dem Johann. Johann jetzt, wenn man es richtig... Älterer Mann gewesen. Älterer Mann gewesen. Johann jetzt dritter Besitzer. Also Fahrzeug ist offiziell aus dritter Hand für die, die es wissen wollen, an einem Bus Interesse haben. Okay. Was war noch ausschlaggebend? Ist ein Checkheft dabei gewesen? Ist Checkheft dabei gewesen. Der war auch unfallfrei, komplett. Der ist auch nicht außer das Seitenteil. Ja, das haben wir ja jetzt beiläufig heute Aber erwähnt. sonst nicht nachlackiert, unfallfrei. Okay. Checkheft im Auto drin? Entweder im Auto oder da oben. Ja, Checkheft zeigen wir euch heute aus. Rechnungen dabei. Ist auf jeden Fall dokumentierbar. Ich werde das so machen. Wie gesagt, Link nochmal zu dem Fahrzeug unten in der Videobeschreibung. Alle Services, die im Checkheft eingetragen sind, werde ich dokumentieren in dem Inserat. Ganz einfach. Ne? Ja. Noch irgendwas? Ja, Preis-Leistung hat gepasst. Okay. Ne, also da muss man immer gucken, wer fährt den Bus, ne? Wofür brauchen die einen Bus? Wenn natürlich der Mann zu mir gesagt hätte, ja, ich bin da mit meinen 6 Kindern oder 5 Kindern spazieren gefahren oder ich habe einen riesigen Wohnmobil dahinter gezogen, hätte ich den wahrscheinlich nicht gekauft. Oder das Problem ist, glaube ich, auch bei den Bussen in Richtung Firmenbusse, die halt Firmenbustechnisch genau, weil nichts gegen Firmen oder so, ne? Aber in so Firmen oder Firmenbusse oder Firmenfahrzeuge allgemein werden halt innen drin oder allgemein optisch, ja, die sind halt schlechter als wie wenn Opa Dieter und Oma Hildegard mit dem Bus irgendwohin spazieren gefahren sind, ist das von dem Zustand innen drin halt besser als wie, ja, wenn so ein Ding in so einer Firma läuft, um das mal ganz kurz zu erläutern. Aber ihr könnt definitiv eure Erfahrung mit Bussen, und da gibt es ja die verschiedensten Erfahrungen, vielleicht auch mit anderen Bussen, wenn ihr euch einen T4, T5, T6, ich weiß nicht was, Opel Vivaro oder sonst was es an Bussen gibt, gekauft habt, mal unten in die Erfahrung schreiben. Wieso hast du dir, Frage noch, was vielleicht für viele auch ganz interessant ist, wieso hast du dir einen Mercedes Viano gekauft und kein T5 oder T6? T6 ist noch relativ neu, ich sag mal T5 als Beispiel zum Vergleich. Ist ja eigentlich immer so, wenn man nach einem Bus guckt, entweder Multivan oder so eine Trommel. Ausschlaggebend war für mich der Motor, ne? Okay, also du wolltest definitiv 6-Zylinder haben. Okay. Ja, nicht unbedingt ein 6-Zylinder, aber von VW hört man ja nichts Gutes von den T5-Motoren. Ja, okay. Und da jetzt einen zu kaufen, weiß ich nicht, fast für ein paar Euros weniger, aber... Ja, Motor halt schwierig, ja. Ne? Motor. Und die haben ja noch viel mehr Rostprobleme als die Dinger hier, würde ich mal... Echt? Ja. Okay. Also die haben auch übelste Rostprobleme. Ja, und ich wollte den Motor nicht haben. Okay, gut, um das ganz kurz zu erwähnen. Und wie gesagt, eure Erfahrungen gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch mal einen Bus gehabt, habt mittlerweile wieder ein normales Auto. Und also ich glaube versicherungstechnisch. Versicherung, guter Punkt, dass du darauf eingehst. Versicherung bei dem Fahrzeug, ich weiß nicht, wie es beim Multivan ist, aber der Johann zahlt für die Busse in Vollkasko weniger als ich für meinen BMW F11, also sprich 5er für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Ist der Bus in der Vollkasko günstiger als mein BMW in der Teilkasko? Da muss man sich mal reinziehen. Also ich zahle so Teilkasko für mein Auto aktuell 800 €, du Vollkasko Bus 600. Ja, um die 600. Also das ist krass. Spritverbrauch sollen wir da vielleicht auch noch mal ein Wort zu verlieren, weil wir gerade bei den Unterhaltskosten so ein bisschen sind. Ja, Durchschnittsverbrauch? Durchschnittsverbrauch zwischen 8 und 10 Litern. Und 10 Liter. Finde ich für einen Bus in der Größe mit dem Motor drin gerechtfertigt. Was fährst du jetzt, dein 220 CDI? Zwischen 7 und 8 Litern. Ja, ne? Sind natürlich 2 Zylinder weniger und ist halt die ganze Geschichte ein bisschen moderner geworden. Ne? Mit zu erwähnen sei auch für die, die sich ein bisschen damit auskennen oder meinen, dass das ein ausschlaggebender Punkt ist. Fahrzeug wurde beim Johann in der Zeit auch nur mit Aral Ultimate bewegt und speziell auch bei diesem Motor haben wir das festgestellt, wurde davor natürlich nie mit Aral Ultimate oder mit Shell V-Power gefahren. Motor läuft seitdem wesentlich ruhiger und was wir feststellen, wenn du günstigen Diesel in das Ding reintankst, das Ding stinkt hinten raus
Du stirbst. Also wenn du das Ding hier drin laufen lassen würdest mit normalen Diesel, du würdest hier drin sterben. Das stinkt so dermaßen ekelhaft. Das ist eine Sache, die ist mit Aral Ultimate wesentlich besser und laufruhiger. Also das Ding wirklich ohne Scheiß, wenn das Ding warm ist, an der Ampel steht, das Ding vernünftig mit Ultimate im Tank ist, hörst du das Auto nicht. Das ist richtig geil. Ja. Na? So, habe ich irgendwas vergessen? Soll ich irgendwas noch erzählen? Naja, Nö, denke ich nicht. Ne? Ich würde jetzt noch mal sagen, ich erzähle jetzt noch mal ein bisschen was für die Leute, die Interesse haben, wie das bei uns funktioniert. Mit zu erwähnen sei natürlich an der Stelle, ihr wisst, was wir sonst so handeln. Ne? Kannst du noch mal kurz einen Schwenk machen. Ganze Autohaus steht voll mit Kleinwagen. Wir sind nicht der Busspezialist. Das ist der Johann sein privates Auto gewesen, was er jetzt irgendwie 1,5 Jahre, 25.000 Kilometer gelaufen hat. Die Betonung liegt auf privat, deswegen wird das Fahrzeug mehr oder weniger auch privat verkauft, bei uns übers Autohaus. Auf dieses Fahrzeug gibt es keine Garantie oder keine Gewährleistung. Ne? Also ihr braucht es nicht denken oder vorbeikommen, weil wir jetzt ein Autohaus sind, dass es auf dem Bus jetzt hier Garantie oder Gewährleistung gibt. Nein, gibt es nicht. Und aus dem einfachen Grunde, hatte ich gerade schon gesagt, weil es in Johann sein privates Auto war. Die damit leben können, sich das Auto anschauen wollen, blende ich jetzt unsere Telefonnummer ein. Die können sich gerne melden. Das komplette Inserat verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und Preis waren wir uns im Vorfeld noch nicht sicher. Haue ich jetzt hier einfach mal raus. Ich hoffe nicht, dass die Busse in der Zwischenzeit wieder teuer geworden sind, weil das Video ziehen wir jetzt hier schon Monate. Der Johann war eine Woche im Urlaub gewesen. Wir hatten jetzt ohne Ende Stress gehabt. Deswegen steht der Bus auch schon ohne Ende jetzt da oben. 4 Wochen, 6 Wochen und ihr seht das, der ist auch schon eingestaubt, also völlige Katastrophe. Aber wir wollten unbedingt zu diesem Fahrzeug ein Video für euch machen. Preis bin ich stehen geblieben, aus dem Preis wollte ich eigentlich raus. Ja, um die 22.000 Euro. Um die 22.000 Euro. Du musst sagen, Johann, jetzt hier kommt der Sonderpreis für alle da draußen, die Interesse an dem Bus haben. Dieses Fahrzeug kostet nur 22.000 Euro. Ja, ich weiß, viele meckern. Ich glaube, für die 22.000 Euro kannst du ganz günstig bei uns 4 Autos kaufen. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Aber Busse, wisst ihr selber, die sich mit Bussen beschäftigen und das Video bis an der Stelle geguckt haben, wissen, dass Busse halt einfach teuer sind. Also ich glaube, für 10.000 Euro brauchst du nicht losgehen, dir einen Bus zu kaufen. Ich glaube, dann hast du eine Laufleistung, egal ob du dir VW, Mercedes, Opel oder weiß nicht, weil Opel jetzt vielleicht ausgenommen, aber gerade im Mercedes- oder Opel-Bereich, für 10.000 Euro kaufst du dir ein extrem reparaturbedürftiges Auto, was, denke ich mal, einen Kilometerstand hat von 250 bis 300.000 Kilometer. Ja, da kommst du nicht mit hin. Nicht? Fangen wir mal mit 350.000. Okay, Johann sagt 350.000 Kilometer. Und wenn ihr einen Bus fahrt, gerne mal unten reinschreiben, was hat euer Bus gelaufen? Kilometerstandmäßig. Ne? Also versucht mal ein bisschen unten auch uns was Gutes zu tun, was Nettes in die Kommentare zu schreiben. Ich denke mal, wir haben alles erwähnt. Ich würde sagen, es hat euch gefallen, oder ich würde sagen, es hat euch gefallen, sagt man auch nicht. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Die nächsten Videos, denke ich mal, wird das ein oder andere Video auch kommen mit dem Johann seinen neuen Bus. Haben wir auch schon 1 oder 2 Videos jetzt im Vorfeld gedreht. Eigentlich war der Plan gewesen, klappt wettertechnisch ist, filmen wir da draußen, ist absolutes Katastrophenwetter. Wir haben halt leider im Moment jetzt schon Herbst, es regnet bei uns und die Autos sind ja immer sauer bei uns. Plan war eigentlich gewesen, dass wir beide Autos mitnehmen, runter zum Rhein, nebeneinander stellen. Und wir wollten eigentlich für euch so ein Video machen, Vor- und Nachteile bei der V-Klasse gegenüber zu diesem Mercedes Viano. Können wir aber trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehen, für die, die jetzt immer noch dran sind. Was ist der Vorteil an deinem neuen Bus und was ist ganz klar der Vorteil bei so einem alten Bus? Weil du hast ja quasi jetzt hier das alte Modell und du hast ja jetzt mehr oder weniger das neue Modell. Ja, was ist besser bei dem neuen Modell und was ist eventuell besser oder schlechter bei dem alten Modell? Also was ich weiß, was du mir immer sagst, also ich bin selber schon gefahren, ich finde in dem neuen Bus, ich persönlich, ist aber auch nur meine Meinung, das Getriebe besser. Ne? Weil du halt auch einen Gang mehr hast, eine 2 Gänge mehr hast. Ja. Der 220er in dem neuen reicht auch aus zum Fahren. Und was ich besser finde, ist das Fahrwerk. Das ist so mein Befinden und die Geräuschdämmung allgemein in dem Auto ist besser geworden als wie in dem Mercedes Viano. Ja. So, jetzt bist du dran, jetzt darfst du noch was erzählen. Ja, das war's eigentlich schon. Komm, stell dich mal rum, das war's eigentlich. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist, also für mich sieht die V-Klasse sieht einfach besser aus. Ja gut, Optik, ne? Optik ist klar. Ich hätte natürlich die V-Klasse auch gewünscht mit einem 3-Liter-Motor. Gibt es leider nicht. Gibt's nicht. Das sieht eigentlich nur das Aussehen. Okay.
Okay. Ne? Das ist, und das, was ich jetzt gesagt habe. Fahrwerk finde ich besser, Fahrwerk Geräuschverhalten. Ein Punkt, was du mir auch gesagt hast, was in dem Auto eine absolute Katastrophe ist, ohne das Auto jetzt hier schlecht zu reden, ist die Soundanlage in dem Auto. Ja gut, ne? Das sagen aber auch bei der V-Klasse, ist ja auch eine Katastrophe. Das Ja, aber wenn man jetzt beide Autos hat, man hört hier Musik drin und man hört, die ist ja gar nicht da. Ich wollte hier schon schwenken, der steht normalerweise immer links, der Bus, der ist ja gar nicht da. Ist das deutlich verbessert worden in der V-Klasse. Ja, ne? ja. Und was du, glaube ich, auch hast, ich weiß nicht, was bei allen ist, du hast schwarzen Dachhimmel, das haben wir nicht alle, ne? Haben das alle? Nein. Nein, okay. Ja, das zeigen wir, das neue Auto zeigen wir dann separat nochmal. Aber das war auch Spontankauf, also die V-Klasse war auch spontan. Da hat der Preis eigentlich, Preis-Leistung war da auch top, deswegen musste ich leider zuschlagen. Das war so ein Glückskauf. Eigentlich hatte ich nicht vor, das Auto zu verkaufen. Okay. Also nachdem ich so viel Geld da investiert habe und alles gemacht habe und ich den Bus so jetzt habe, wie ich das gerne haben wollte. Farbe finde ich schick, der Motor ist geil hier drin, man fährt damit auch problemlos überall hin. Ich habe bei der V-Klasse auch eine Bank drin hinten. Das ist negativ und meiner Meinung nach, weil die übelst schwer ist. Die kriegst du mit 2 Personen nur raus. Schwierig, ja. Und die ist unbequem. Also die ist auch, wenn du nur mit 4 Personen im Auto fährst, ist die Sitzbank meiner Meinung nach unbequem als die einzelnen. Einzelsitze sind geil. Ja. Vorteil bei der V-Klasse ist zum Beispiel auch Kofferraum. Du hast eine separate Öffnung hier. Heckklappe ist geteilt. Heckklappe ist geteilt. Dass man quasi das Glas hier so aufmachen kann. Ja. Kann man aufmachen. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ja, Auto, glaube ich auch, zumindest ist ein ganz Stück länger. Ne? Ja gut, ich habe eine Schiebetür mehr. Ob das jetzt vorteilhaft, Nachteil ist. Also ich finde es gut. Ja, aber wann nutzt du das mal? Und das sind nicht elektrisch. Also ich glaube, du musst jetzt davon ausgehen, wenn du Leute hast, die 2 oder 3 Kinder haben, dann nutzt du das, glaube ich, schon. Ja, dann benutzt du das wahrscheinlich schon. Ne? Ja. Nur das ist auch eine Pflegegeschichte alles. Ne? Punkt auch noch, ne? Elektrische Schiebetür. Würdest du dir einen Bus mit elektrischer Schiebetür kaufen? Nein. Deswegen, meine V-Klasse hat keine elektrische Schiebetüren, die hat keine elektrische Heckklappe. Das ist auch so ein Punkt gewesen, würde ich mir auch nicht kaufen. Ja. Das ist, weil da habe ich keine Lust drauf. Ich glaube, das ist schon übertrieben. Vor allen Dingen, die gehen da so ganz leicht auf und zu und keine Ahnung was. Und ich kenne das ja von meinem Sohn her. Da ist immer, das muss ja immer alles schnell gehen. Ne? Das muss hier schnell und keine Ahnung was. Und wenn er natürlich einmal den Knopf drückst und die Tür geht so auf, ja, meinst du, was die machen? Die denken ja nicht nach. Zack, da mit der Hand nachhelfen oder wie auch immer, keine Ahnung. Ja. Man muss die ganze Geschichte schmieren, sauber machen, pflegen, genauso mit den Schiebedächern. Klar ist das eine schöne Sache. Aber wie willst du denn hier oben ein Schiebedach sauber machen? Das soll mir mal einer präsentieren. Ich weiß es nicht. Ja, mit einer Leiter. Muss eine Leiter dranlegen. Ich habe schon Probleme gehabt hier, die Dinger hier. Wenn man das Fenster hier aufmacht, ne, dann zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn man das nicht pflegst, dann knarzt das hier so bei der Fahrt. Also muss man immer mit so ein bisschen irgendwas ja, erstmal sauber machen, weil das dann nicht 100%ig schließt durch den Dreck, was da ist oder wie auch immer. Das hier schon allein sauber zu kriegen, das war ja eine Katastrophe. Ja, Katastrophe nicht, aber es ist aber eine Fummelarbeit. Ne? Ja. Und die macht keiner. Die macht keiner, das ist richtig. Genauso wie das hier alles da. Auch schmieren, hier, das hier alles schmieren, das ist ja alles sauber. Ja. Ne, das macht ja auch keiner. Hier unten, da, unten drunter, da sammelt sich auch immer Dreck und weiß ich nicht was. Das alles immer sauber zu halten und zu pflegen. Und bei einer Schiebetür ist das noch alles empfindlicher. Und ja, weil du die ganze Elektrik-Scheiße da drin hast. Ne? Und die keiner reparieren will dann, falls mal kaputt geht. Nee, die schon reparieren, aber keiner sagt jeder, nee, das ist mir zu teuer, das lasse ich. Dann mache ich die Tür von Hand auf und zu. Ja, geht ja nicht. Ach, geht nicht. Ja gut, dann hast du natürlich die A-Karte. Ja, da ist es ja, das geht ja nicht. Das wäre schön, wenn das nicht. Aber geht da. Aber so im Großen und Ganzen. So, ich würde sagen, wir laufen noch mal rum. Ich laufe noch mal rum mit der Kamera, zeige euch das Auto noch einmal. Wie gesagt, ist relativ groß hier drin, deswegen können wir euch das Auto gar nicht ganz auf der Kamera zeigen. Ich gehe hier noch mal rum auf die Felgen, damit ihr seht, wie die Räder aussehen. Ne?
wollen ja hier auch nichts verbergen. Ne? Auto hat natürlich auch seine Laufleistung, was wir im ganzen Video euch mehr oder weniger erzählt haben. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal doch, Preis-Leistung passt bei dem Auto. Und ja, ich sage es nochmal, Link für die, die Interesse haben, unten in der Videobeschreibung. Die, die vorbeikommen wollen für eine Probefahrt, sind herzlich bei uns im Autozentrum Duisburg willkommen. Und ich bin mir sicher, wie für alle unseren privaten Fahrzeuge, ich auch zum Schluss für meinen BMW, haben wir ja auch ein schickes Video gemacht, Auto war direkt danach verkauft, finden wir für dieses wunderbare Fahrzeug auch einen Kunden, der darauf Bock hat. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wir sind raus, ciao. Ciao.